Du hast panische Angst davor, das Frühstück auszulassen, weil dir eingeredet wurde, dein Körper würde sofort in den Hungerstoffwechsel schalten. Das ist eine biologische Lüge. Ein Mann namens Angus Barbieri aus Schottland aß 382 Tage lang keinen einzigen Bissen und ist nicht daran gestorben. Er verlor 125 Kilogramm und seine Ärzte bestätigten, er war kerngesund. Während die Lebensmittelindustrie dich zum süchtigen Dauersnacker erzogen hat, beweist die Wissenschaft das Gegenteil. Dein Körper braucht keine Snacks, er braucht eine Pause. Ich zeige dir, warum dein Hungergefühl nur ein psychologischer Entzug ist und wie du durch echtes Fasten die Kontrolle über deine Gesundheit zurückholst. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Ich bin heute 46 Jahre alt und ich kann mit voller Überzeugung sagen, ich bin körperlich und geistig fitter, als ich es mit 30 war. Mit 30 folgte ich den Standardratschlägen. Ich aß ausgewogen, ich aß oft, ich hatte ständig kleine Wehwehchen und Energietiefs. Heute befolge ich einen anderen Code. Einen Code, der auf unserer Natur basiert, nicht auf Marketing. Meine Philosophie ist simpel. Häufig ist nicht gleich normal. Nur weil alle um dich herum ständig essen, krank werden, müde sind und Medikamente nehmen, heißt das nicht, dass das der menschliche Normalzustand ist. Bevor wir tief einsteigen, ein wichtiger Hinweis. Ich bin kein Arzt, ich bin Diplom-Informatiker. Ich betrachte den menschlichen Körper als ein komplexes System, als Software und Hardware, die man verstehen und optimieren kann. Alles, was ich dir hier präsentiere, ist keine bloße Meinung, sondern eine Zusammenfassung der Daten und Erkenntnisse weltweit führender Forscher. Wir stützen uns heute auf die Arbeit von Koryphäen wie Dr. Mindy Pelz, Dr. Jason Fung, Dr. Pradip Jamnadas und den Daten von Dr. Walter Longo. Wir dekonstruieren heute die Lügen der Lebensmittelindustrie und geben dir die Kontrolle über deine Gesundheit zurück. Lass uns mit einer Beobachtung beginnen. Vor ein paar Wochen war ich 3 Tage in einem dunklen Videostudio, um Aufnahmen für die Life Algorithm App zu machen. Mit dabei waren Freunde, die als Models aushalfen, und die Studio-Crew. In diesen Tagen ist mir noch bewusster geworden, wie unabhängig ich von der Nahrungsaufnahme bin und wie abhängig andere Menschen sind. Alle paar Stunden wurden die Blicke nervös und die Hände suchten nach Riegeln oder anderen Snacks. Manche von uns wirkten nicht souverän, sondern getrieben. Und genau das ist der Punkt. Wir sind zu Süchtigen der Industrie geworden. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Feststellung. Dieses Verhalten ist uns antrainiert worden. Die Lebensmittelindustrie hat den Begriff Snacking erfunden. Das ist kein Witz. Noch vor wenigen Jahrzehnten war es absolut verpönt, zwischen den Mahlzeiten zu essen. Es gab Frühstück, Mittag, Abendessen, Punkt. Dann merkten die Konzerne, wenn wir den Leuten einreden, sie bräuchten Energie zwischendurch, können wir unseren Absatz verdoppeln oder verdreifachen. Viele kleine Mahlzeiten halten den Stoffwechsel auf Trab. Ist der größte Schwachsinn der Ernährungsgeschichte. Es ist eine Marketinglüge, die uns krank macht. Warum ist das so gefährlich? Dazu schauen wir uns den normalen Alltag eines Büromenschen an. Stell dir vor, es ist Montagmorgen 7 Uhr. Du stehst auf, duscht und machst dir ein vermeintlich gesundes Frühstück. Haferflocken mit Banane, vielleicht noch etwas Honig drauf, schmeckt gut, macht satt, oder? Was in deinem Körper passiert? Dein Blutzucker schießt in die Höhe. Deine Bauchspeicheldrüse pumpt Insulin aus, um den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu schleusen. Das ist die Blutzuckerspitze Nummer 1. 10 Uhr Meeting. Auf dem Tisch stehen Kekse. Oder du holst dir einen Milchkaffee. Noch mehr Zucker, noch mehr Insulin, Blutzuckerspitze Nummer 2. 12:30 Uhr, Mittagessen in der Kantine. Das Nudelgericht sieht aber gut aus. Oder die Currywurst mit Pommes. Beides bedeutet Blutzuckerspitze Nummer 3. 15 Uhr, das Zuckertief. Dein Körper hat so viel Insulin ausgeschüttet, dass dein Blutzucker jetzt abstürzt. Du bist müde, unkonzentriert. Dein Körper schreit nach Energie. Also greifst du zum Schokoriegel, zum Keks, zum Kaffee mit Zucker. Blutzuckerspitze Nummer 4. 19 Uhr, Abendessen zu Hause. Brot, wieder Getreide. Der Tag neigt sich dem Ende, aber dein Insulin ist immer noch auf Hochtouren. Blutzuckerspitze Nummer 5. 21:30 Uhr, Chips, Weingummi oder Schokolade auf der Couch. Der krönende Abschluss. Blutzuckerspitze Nummer 6. Was hast du gerade gesehen? Dein Insulin war 15 Stunden am Tag erhöht. 15 Stunden. Und meine Einschätzung des Büroalltags war vermutlich noch konservativ, was die Snacks angeht. Viele Menschen sagen mir, aber Arthur, ich werde so zittrig, wenn ich nichts esse. Ich brauche den Zucker. Das ist kein echter Hunger. Das ist Suchtverhalten. Wenn du Zucker isst, bekommst du einen Dopaminkick im Gehirn. Genau wie bei Drogen. Wenn der Blutzucker dann abfällt, schreit dein Gehirn nach dem nächsten Kick. Wie ich auch in meinem Video zum Thema Körperfettanteil senken erkläre. Der Kardiologe Dr. Pradip Jamnadas sagt es sehr direkt, aber sie selbst. If we look back in history, we've been fasting all along. And Socrates was asked why he fasted. And he fasted for mental clarity. So do you get mental clarity when you fast? Well, he certainly did. And yet the prevailing wisdom is that when you fast, oh, I'm going to get sleepy, I'm going to get tired, I need energy. And there's energy bars, there's those little drinks, energy drinks. And when you drink that, you're supposed to get energy. And it's not true. When you go and take a candy or an energy bar, you suddenly feel great.
That's because you're a junkie. You just got your high. You just took a shot that boosted your brain's dopamine levels, and you went to the reward center, and that's why you felt better, because you are a sugar junkie. That's why you felt good. Wenn du dich also schlecht fühlst, weil du mal 4 Stunden nichts gegessen hast, dann ist das kein Zeichen, dass du verhungerst. Es ist ein Zeichen, dass du metabolisch unflexibel bist und dein Körper verlernt hat, auf seine eigenen Reserven zuzugreifen. Du bist abhängig von der externen Zufuhr. Wir müssen diesen Kreislauf durchbrechen. Wir müssen die Heuschreckenmentalität ablegen. Wenn du wirklich verstehen willst, wie du diesen Suchtkreislauf durchbrichst und deinen Körper wieder selbst steuerst, nicht durch Willenskraft, sondern durch biologisches Verständnis, dann abonniere jetzt kostenlos den Kanal. Wir räumen hier Schritt für Schritt mit den Lügen der Industrie auf. Kommen wir zum zweiten großen Missverständnis. Die meisten betrachten Fasten als Verzicht, als etwas, das man aushalten muss. Ich möchte, dass du dieses Wort aus deinem Wortschatz streichst. Fasten ist nicht Verzicht. Fasten ist Reparaturzeit. Stell dir vor, du hast ein Auto. Du fährst dieses Auto jeden Tag 24 Stunden am Stück. Der Motor läuft heiß, Teile verschleißen. Wann reparierst du dieses Auto? Du kannst den Motor nicht reparieren, solange du mit 180 auf der Autobahn fährst. Du musst anhalten, du musst den Motor ausschalten, du musst warten, bis der Motor abgekühlt ist. Erst dann kann der Mechaniker die Teile austauschen. Dein Körper ist genauso. Essen ist Arbeit für den Körper. Verdauung kostet unfassbar viel Energie. Solange du isst, ist der Körper mit Verarbeitung beschäftigt. Erst wenn du aufhörst zu essen, und zwar für einen längeren Zeitraum, schaltet der Körper um. Er sagt, okay, Ruhezeit. Jetzt kann ich das Haus aufräumen. Diesen Prozess nennt man Autophagie. Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet sich selbst verzehren. Das klingt gruselig, ist aber der genialste Heilungsmechanismus der Natur. Für die Entdeckung der Mechanismen der Autophagie gab es 2015 den Nobelpreis für Medizin an Professor Yoshinori Ozumi. Das ist keine Esoterik, das ist harte Wissenschaft auf höchstem Niveau. Was passiert dabei? Wenn keine Nahrung kommt, fangen deine Zellen an, ihren eigenen Müll zu durchsuchen. Kaputte Proteine, alte Zellbestandteile, sogar Viren und Bakterien werden recycelt und zu neuer Energie oder neuen Bausteinen verarbeitet. Der Körper frisst den Schrott auf, der ihn krank macht. Darum ist Fasten bei der Krebsprävention so wichtig, wie ich auch in meinem Video zum Thema Krebs erkläre. Hand aufs Herz, kennst du jemanden, der genau das hören muss? Jemanden, der von Arzt zu Arzt rennt und keine Lösung findet? Teile dieses Video mit ihm oder ihr. Wir müssen dieses Wissen verbreiten, damit mehr Menschen verstehen, wie mächtig unser eigener Körper ist. Ich gebe dir ein persönliches Beispiel, das mir die Augen geöffnet hat. Durch das viele Krafttraining, das Wakeboarden und auch das viele Arbeiten am Computer habe ich Probleme mit meinen Ellenbögen, sogenannte Golfer-Ellenbögen, wo es dann hier schmerzt. Ich mache etliche Dehnübungen, Kraftübungen dagegen, Flossing und vieles mehr. Nichts halt wirklich nachhaltig. Der Schmerz war mein ständiger Begleiter. Ich hatte mich fast damit abgefunden, dass das jetzt eben so ist, wenn man älter wird. Unabhängig davon habe ich angefangen, längere Fastenperioden in mein Leben einzubauen, über 24 Stunden hinaus. Und plötzlich nach einer 3-Tages-Fastenkur war der Schmerz fast weg, einfach weg. Warum? Weil mein Körper durch den Entzug der Nahrung gezwungen war, Entzündungsherde im Körper zu eliminieren. Er hat die kaputten Zellen im Gewebe abgebaut und durch neue ersetzt. Genau das ist die Macht der Stammzellenaktivierung, die oft erst nach 24 bis 72 Stunden Fasten richtig in Gang kommt. Dr. Mindy Pelz erzählt eine sehr ähnliche Geschichte über ihre Achillessehne, die sie jahrelang plagte und die keine Therapie heilen konnte, bis sie fastete, aber sie selbst. The story I always use is that I had an Achilles tendon injury, and I tried everything, and it was like not healing. I couldn't work out. It was really bumming me out. And so my last resort, I was like, okay, let me throw a 3-day water fast at it. On the third day, I just started to notice that the pain was a little less. And a lot of that is just because the inflammation's coming down, the stem cells were starting to kick in. By the end of the third day, I'm like, I think the pain's like 50% gone. So I thought, let me stick with this, and how long can I go until the pain's completely gone? So I ended up going 5 full days in a fasted state. On the 5th day, the pain was completely gone, and to this date, it has never come back. What happened? That has to be stem cells being active in my body, going in there and repairing that Achilles tendon. I didn't do anything that week. I didn't take supplements. I didn't do any fancy treatments. I literally went into a 5-day water fast and my body figured out how to get the stem cells to where they needed to go. Wir akzeptieren viel zu oft Schmerzen und kleine Zipperlein als Teil des Alterns. Das ist falsch. Der Körper ist eine sich selbst reparierende Maschine. Aber er kann sich nur reparieren, wenn wir ihm eine Pause geben. Und ich meine nicht Trainingspause, sondern Essenspause. Das braucht er. Wenn du ständig isst, unterdrückst du deine eigene Heilung. Du nimmst Medikamente gegen Entzündung, während du durch ständiges Essen genau diese Entzündungen befeuerst. Das ist Wahnsinn.
Eine Studie des MIT aus dem Jahr 2018 hat gezeigt, dass schon ein 24-Stunden-Fasten die Regenerationsfähigkeit von Stammzellen im Darm verdoppeln kann. Verdoppeln! Stell dir vor, was das für dein Immunsystem bedeutet, dass du 80% im Darm sitzt. Wenn du auch so ein Wehwehchen hast, eine Schulter, ein Knie, eine Sehne, das einfach nicht weggeht, egal was du tust, gib dem Video jetzt gerne einen Daumen nach oben. Vielleicht ist es Zeit, nicht mehr Pillen einzuwerfen, sondern dem Körper einfach mal die Reparaturpause zu gönnen, auf die er seit Jahren wartet. Denk mal drüber nach und probier es aus. Lass uns jetzt eine Ebene tiefer gehen. Weg von der reinen Mechanik hin zur Philosophie dahinter. Wie ich schon sagte, ich bin Informatiker. Obwohl ich katholisch erzogen wurde, war ich fast mein ganzes Leben überzeugter Atheist. Für mich zählten nur Nullen und Einsen, Logik und Beweise. Aber je mehr ich mich mit der Komplexität unserer Biologie beschäftigt habe, desto mehr hat sich meine Sichtweise gewandelt. Ja, es klingt verrückt und wer mich kennt, denkt jetzt dreht er völlig durch. Aber durch die Naturwissenschaft habe ich wieder zum Glauben gefunden. Wenn man den menschlichen Körper wirklich analysiert, erkennt man, dass das kein Zufallsprodukt sein kann. Es ist ein hochkomplexer Code und Lebensalgorithmus. Und wenn wir den Körper als biologische Maschine oder als Software betrachten, dann müssen wir uns fragen, wer hat den Code und das Handbuch geschrieben? Das Fasten kommt in absolut jeder großen Religion vor. Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus, Hinduismus. Jesus fastete 40 Tage in der Wüste. Muslime fasten im Ramadan. Im Judentum fasten Gläubige an Jom Kippur, dem höchsten Feiertag, 25 Stunden lang komplett ohne Essen, ohne Trinken. Im Hinduismus gibt es die Ekadashi-Tage, zweimal im Monat, an denen traditionell auf Getreide verzichtet oder komplett gefastet wird. Und buddhistische Mönche essen oft nach 12 Uhr mittags gar nichts mehr. Das ist wirklich Zufall? Haben sich diese Kulturen, die tausende Jahre und tausende Kilometer getrennt waren, alle zufällig denselben Fehler ausgedacht? Nein. In meiner Welt als Informatiker würde ich sagen, Fasten ist ein vorinstalliertes Wartungsprogramm des Entwicklers. Gott oder wie auch immer du den Schöpfer nennen willst, hat dieses Feature in uns eingebaut. Schau dir unsere Evolution an. Unser genetischer Code ist etwa 2,5 Millionen Jahre alt. In 99,9999548% dieser Zeit gab es keine Kühlschränke. Es gab keine Supermärkte. Es gab Phasen des Überflusses durch Jagdglück und Früchte im Sommer und Phasen des Mangels im Winter. Unser System ist darauf ausgelegt, zwischen diesen Zuständen zu wechseln. Feasting and Fasting, Schlemmen und Fasten. Wenn ein System, sei es ein Server oder dein Körper, permanent unter Volllast läuft, überhitzt es stürzt ab. Was ist die erste Regel im IT-Support, wenn etwas nicht funktioniert? Hast du den Computer schon neu gestartet? Hello, IT. Have you tried turning it off and on again? Das Fasten ist dieser Reset bzw. Neustart für deinen Körper. Wenn wir ständig essen, nutzen wir den Körper auf eine Art und Weise, für die er nicht geschaffen wurde. Das ist unser Anwenderfehler. Ständiges Essen ist ein Bug, also ein Fehler, im modernen Lebensstil keine vorgesehene Funktion. Wir versuchen, eine Software des 21. Jahrhunderts auf einer Hardware aus der Steinzeit laufen zu lassen. Und dann wundern wir uns, warum das System abstürzt. Krebs, Diabetes, Alzheimer, Übergewicht etc. Diese Krankheiten sind oft nichts anderes als die Fehlermeldung eines Systems, das nie gewartet wurde. Indem wir fasten, kehren wir zum ursprünglichen Betriebsprotokoll zurück. Wir ehren damit den Code und den Lebensalgorithmus, der uns gegeben wurde. Jetzt höre ich schon die Stimmen und Kommentare, die immer kommen, wenn ich über dieses Thema spreche. Ein Zuschauer schrieb mal in den Kommentaren, ist Fasten nicht gefährlich? Ich habe mal gehört, dass jemand davon gestorben ist. Der Körper braucht doch Energie. Lass uns diesen Mythos ein für alle Mal beerdigen. Erinnere dich an Angus Barbiri. 382 Tage ohne Essen. Verhungern ist ein Prozess, der Wochen oder Monate dauert und der beginnt erst, wenn dein Körperfett aufgebraucht ist. Solange du Körperfett hast, hast du Energie. Ein durchschnittlicher schlanker Mann trägt etwa 100.000 Kalorien an Körperfett mit sich herum. Das reicht für Wochen oder sogar Monate. Fasten ist kontrollierter Verzicht, kein Verhungern. Aber, und das ist ein riesiges, wichtiges Aber, es gibt eine Sache, die du beachten musst. Fasten kann extrem unangenehm und sogar ungesund werden, wenn man es falsch macht. Und hier scheitern die meisten. Ich habe beim ersten Mal auch den Fehler gemacht. Ich habe einfach aufgehört zu essen und nur Wasser getrunken. Am zweiten Tag hatte ich Kopfschmerzen. Meine Frau meinte zu mir, dass ich verlangsamt wirke. Ich fühlte mich krank. Ich dachte, siehst du, dein Körper braucht Energie. Falsch. Mein Körper brauchte keine Energie, er brauchte Elektrolyte. Das ist der Schlüssel, den viele vergessen. Was passiert physiologisch? Wenn du aufhörst zu essen, sinkt dein Insulinspiegel drastisch, was wir ja wollen. Insulin signalisiert den Nieren normalerweise, das Natrium, also das Salz, im Körper zu behalten. Wenn der Insulinspiegel beim Fasten jedoch sinkt, fehlt dieses Signal. Die Nieren öffnen die Schleusen und spülen Wasser und Salz aus dem Körper. Du verlierst massiv Flüssigkeit und wichtige Mineralien. Das, was man oft als Ketogrippe oder Fastenkater bezeichnet, Kopfweh, Müdigkeit, Schwindel, ist in 90% der Fälle schlichter Natriummangel. Es ist kein Energiemangel, es ist ein Elektrolyt-Ungleichgewicht.
Die konkrete Maßnahme für dich ist also absolut entscheidend. Wenn du länger als 24 Stunden fastest, musst du Elektrolyte zuführen. Vor allem Natrium, also hochwertiges Salz, Kalium und Magnesium. Ohne Zucker, ohne Zusatzstoffe. Auf meiner Webseite lifealgorithm.de habe ich unter Top 3 Produkte, Supplemente, Elektrolyte meine Top 3 Empfehlungen zusammengefasst. Seit ich das mache, kann ich 3 oder 5 Tage fasten und dabei arbeiten, Sport machen und mich sogar konzentrieren. Kommen wir zur Sicherheit zurück. Es gibt eine faszinierende Studie von Dr. Alan Goldamer aus dem Jahr 2001, die Goldamer Hypertension Study. Er behandelte 174 Patienten mit schwerem Bluthochdruck. Die Behandlung ausschließlich Wasserfasten unter medizinischer Aufsicht. Durchschnittlich 10 bis 11 Tage. Das Ergebnis ist so unglaublich, dass es in den Nachrichten laufen müsste. 174 von 174 Patienten konnten ihren Blutdruck so weit senken, dass sie keine Medikamente mehr brauchten. Eine Erfolgsquote von 100% in dieser Gruppe, aber sie selbst. People were getting better. I saw people with chronic diseases like high blood pressure resolving their hypertension, getting off the medications. And so we began to carefully evaluate patients with hypertension. In this study, 174 consecutive patients with high blood pressure and 174 people normalized their blood pressure without the need for medication. After we published that paper, we went on and we've published a couple dozen papers now on the use of diet and fasting in the literature, and we've written a book. It's called Can Fasting Save Your Life, which summarizes our work and other people's work on this use of fasting to help the body do what it really does best, and which is heal itself if you get out of the way. Zeig mir eine Pille, die das kann. Zeig mir ein Medikament, das nach 10 Tagen helfen kann, den Blutdruck zu normalisieren und das ohne negative Nebenwirkung. Dafür mit Gewichtsverlust und mehr Energie. Es gibt auch keine Pille, die die Ursache von Diabetes Typ 2 einfach beseitigt. Fasten kann aber helfen, die Insulinsensitivität wiederherzustellen und den Rückwärtsgang einzulegen. Es gibt keine Pille, die eine Fettleber über Nacht saniert, aber Fasten gibt der Leber die Pause, die sie braucht, um sich selbst zu regenerieren. Natürlich muss man bei Vorerkrankungen vorsichtig sein. Wer Medikamente nimmt, besonders gegen Diabetes oder Blutdruck, darf niemals einfach so fasten, ohne den Arzt zu fragen. Denn wenn der Blutdruck natürlich sinkt und du nimmst weiter die Blutdrucksenker, kippst du um, also Obacht. Aber für den gesunden Durchschnittsmenschen ist die Angst vor dem Fasten unbegründet. Wir haben über Mechanismen gesprochen, über Heilung, über Evolution. Aber am Ende des Tages geht es um etwas viel Größeres. Es geht um Freiheit. Stell dir vor, wie dein Leben aussieht, wenn du nicht mehr Sklave deiner Gelüste bist. Stell dir vor, du bist unterwegs. Du sitzt im Flugzeug, das Essen ist schrecklich. Oder du steckst in einem Meeting fest, das 3 Stunden länger dauert. Oder du wanderst in den Bergen und hast dein Proviant vergessen. Früher hättest du Panik bekommen. Du wärst unausstehlich vor Hunger geworden, hungrig und aggressiv zugleich. Deine Laune wäre im Keller, dein Kopf würde pochen. Mit der metabolischen Flexibilität, die du durch Fasten erreichst, passiert etwas Magisches. Du spürst den Hunger kurz und dann ist es gut. Du sagst dir entspannt, okay, dann esse ich eben morgen. Und du meinst es so. Du bleibst leistungsfähig. Dein Gehirn schaltet einfach auf die Ketonkörper um, die aus deinem Fett produziert werden. Ketonkörper sind übrigens ein super Treibstoff für das Gehirn, wie ich auch in meinem Video zum Thema Alzheimer erkläre. Evolutionär ist das sinnvoll. Wenn wir früher nichts zu essen hatten, mussten wir maximal fokussiert sein, um zu jagen. Ein träger, unkonzentrierter Mensch fängt keine Beute. Ein fokussierter Jäger schon. Du wechselst vom kleinen Tank, dem Zucker im Kühlschrank in der Küche, zum riesigen Tank, dem Körperfett in der Tiefkühltruhe im Keller. Du wirst vom Sklaven, der alle 3 Stunden gefüttert werden muss, zum Meister deiner Energie. Wie fängst du an? Du musst nicht direkt 382 Tage fasten wie Angus Barbiri. Fang klein an. Erster Schritt, lass das Essen zwischendurch weg. 3 Mahlzeiten, keine Ausnahmen. Schritt 2, verkürze das Zeitfenster, in dem du isst. Das klassische 16:8, also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen, ist der perfekte Einstieg. Am einfachsten ist es, wenn du das Frühstück einfach weglässt, alternativ das Abendessen, wenn das besser in deinen Alltag passt. Schritt 3, wenn du dich sicher fühlst, dann probiere mal 24 Stunden, von Abendessen zu Abendessen zum Beispiel. Und Schritt 4, reduziere die Anzahl der Mahlzeiten auf 2. Essensfenster hin oder her, keine Snacks. Schritt 5, faste für 48 Stunden oder mehr und steigere dich von Mal zu Mal. Aber hör auf deinen Körper. Wenn er dir sagt, dass es genug ist, dann hör auf. Dort, jenseits der 24 Stunden, beginnt die wahre Magie der Autophagie. Das Ziel ist Unabhängigkeit. Unabhängigkeit von der Lebensmittelindustrie, Unabhängigkeit von der Angst und Unabhängigkeit von den Medikamenten. Lass uns das Ganze nochmal strukturiert auf den Punkt bringen. Hier sind die 4 Dinge, die du aus diesem Video mitnehmen musst. 1. Häufiges Essen ist eine Falle. Ständiges Essen hält dein Insulin chronisch hoch und blockiert die Fettverbrennung. Du futterst nur aus deinem Kühlschrank, nie aus der Tiefkühltruhe im Keller. Fasten ist Reparatur. Dein Körper braucht Phasen ohne Nahrung, um Zellmüll zu recyceln. Stichwort Autophagie. Du reparierst den Motor nicht bei voller Fahrt. 3. Die Angst ist unbegründet. Du verhungerst nicht.
Dein Körper ist evolutionär für das Fastenphasen gebaut. Das ist der Code des Schöpfers. Angus Barbieri bewies mit 382 Tagen ohne Essen, was möglich ist. Und 4, Elektrolyte sind Pflicht. Wenn du fastest, verlierst du Salz und Wasser. Kopfschmerzen sind kein Zuckermangel, sondern Salzmangel. Kümmere dich darum und du wirst dich gut fühlen. Wir Menschen sind gemacht zum Fasten. Es heilt uns, es befreit uns und es ist sicher, wenn wir die Regeln beachten. Hör auf, deinen Körper als fragiles Gebilde zu sehen, das ständig verhätschelt werden muss. Häufige Beschwerden sind nicht normal. Ständige Müdigkeit ist auch nicht normal. Abhängigkeit von Zucker ist schon gar nicht normal. Du hast es selbst in der Hand. Sei keine Heuschrecke. Sei ein souveräner Mensch, der seinen eigenen Lebensalgorithmus versteht. Aktuell sind nur etwa 35% meiner Zuschauer abonniert. Wenn du deinen Körper wirklich verstehen willst, nicht als Dogma, sondern als logisches, biologisches System, dann klick jetzt gerne kostenlos auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Das Thema für nächste Woche steht noch nicht fest, wir stimmen dazu aber zeitnah im Telegram-Kanal ab. Wenn du den Kanal aktiv mitgestalten möchtest, dann komm gerne dazu. Wie immer möchte ich mein Video mit einem motivierenden Zitat beenden, das diesmal sogar aus meiner Feder stammt, weil mir so oft gesagt wird, dass ich auf alles verzichte. Unsere Gesellschaft nennt es Genuss, wenn man sich krank ist, und Verzicht, wenn man sich gesund ernährt. Das eigentliche Opfer bringen nicht die Disziplinierten, sondern die, die ihre Gesundheit täglich gegen kurzfristige Dopaminkicks eintauschen und dafür mit Krankheit, Einschränkung und Medikamenten bezahlen. Bleib kritisch, bleib gesund und fang an. Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. In diesem Sinne, Peace out.